Hey, beziehungsweise unsere Serie, in der wir uns gerade befinden. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, der aus der Schweiz kommt. Hey, und hey, es tut mir so leid, wenn es vielleicht gerade falsch rüberkam oder so. Hey, wir lieben es hier aus den verschiedensten Nationen, gerade hier im Hotzenwald Leute dazu. Hey, wir hatten einen Background nicht aus Deutschland. So irgendwo an, ja, komm, yeah. Mega. Auf jeden Fall, wir haben einen wunderbaren Sprecher hier. Und er kommt aus der Schweiz, aber er ist kein Schweizer. Und er baut Kirche leidenschaftlich in der Schweiz. Sie haben nicht nur eine Location, sondern 2 Locations, in Aarau und in Zürich. Und unser Gastsprecher des heutigen Tages ist nicht nur Vater von einem Kind, sondern Vater von 2, von 3, sogar von 4 Kindern. Und er hat es irgendwie möglich gemacht, in seinem Kalender Zeit rauszuschneiden, um am Sonntagmorgen mit einer Church, mit 2 Locations und 4 Kindern und einer Frau natürlich noch hier im Wald in Segeten zu sein. Können wir bitte aufstehen und Ed Wells begrüßen? So good to have you. Thank you, man. Ja, da geht noch ein bisschen was. Come on. Thank you. Come on. Good to have you. Thank you, my friend. So good to have you. Wir glauben, dass Kirche Familie ist. Kirche ist nicht nur ein Reihensitzen, Kirche ist Familie. Und es ist so fantastisch, nicht nur Familie hier zu haben, sondern auch Church-Familie zu sein. Und unsere Eltern sind lange connected. Wir haben uns das immer in den USA getroffen. Wir haben sogar schon mal im selben Raum gepennt, gell? So. Haben wir. Jawohl. Ich hoffe, ich habe nicht geschnarcht. Nicht zu laut, nicht zu laut. Genau. Auf jeden Fall, Ed, bevor du deine Message startest, wir wollen dich noch ein bisschen kennenlernen. Jawohl. Darf ich dich fragen, ist es richtig, kommst du aus England? Oder kommst du aus Großbritannien? England, oder? England. England, wunderbar. Was für eine Ehre. Ach. Was für eine Ehre. Und deswegen, gewaltig. Ja? Gewaltig. Ja. Ich spreche the Queen's English. God save the... Yes, please. Yes, please. Ed, um hier wieder zum Thema zu kommen. Ja. Würdest du lieber eine Woche, wenn wir dich in den Urlaub schicken würden, einfach weil du so wunderbar hier abgeliefert. Schon die erste Message war schon wow. Und es wird sicher noch besser, also 100%. Aber schau mal hier, um einfach Danke zu sagen, eine Woche lieber mit deiner Family an den Strand oder eine Woche Stadturlaub, London, City. Was ist dir lieber? Mit der Familie am Strand. Für mich selber in der Stadt. Okay. Jawohl. Ich würde sagen, wir nehmen beides rein. Ja, oder? beides. Sehr gerne. Jetzt, ich weiß nicht genau, wenn ich mir die Leute so anschaue, die sehen alle so top gestylt und gesund aus. Dieses Clean Eating ist ja sicher mittlerweile auch überall angekommen. Nee, ist total übertrieben. Green stuff and you know what I mean. Bist du eher so der Gesunde oder eher so der... Ja, sehr gesund. Nur Fleisch. Jawohl. Ich äußere mich dazu. Ja. Okay, Ed, ich finde es so cool zu sehen, dass du hier bist, aber wenn wir dieses Bild hier anschauen, ich finde es so fantastisch, was du für eine Geschichte hier schon schreibst mit diesen wunderbaren Leuten. Jawohl. Sieht es nicht fantastisch aus? Hey, was für eine Family. Jawohl. Kannst du uns ganz kurz zeigen, wer ist wo? Wer ist wer, genau. Ja, genau. So in der Mitte ist nicht meine Tochter, das ist meine Frau. Sie heißt Annette, sie ist Schweizerin, aber in Argentinien geboren. Wow. Sie hat in England studiert und mir geholt, weil sie keinen Mann gefunden hat in die Schweiz. Ja. Dann auf der rechten Seite haben wir Sebastian, er ist momentan in England für ein Semester. Dann in die Mitte, links von meiner Frau, ist Sophia. Sie ist gerade 15. So dieses Bild ist 2 Jahre alt oder so. Und dann haben wir Lauren Este und unser kleinste Monkey ist Casper Frederick. So. Also ich würde sagen, wir können ja einfach nur ein Interview drüber führen, so wie wir das Ganze so managen, so eine Family und kleine Monkeys und so weiter und so fort. Du hast eine Hammer-Message für uns ready und ich würde sagen, hey Netzwerk43, ich hoffe, du hast einen guten Nachbar. Wir werden heute viel miteinander reden, wir werden uns gegenseitig ermutigen, wir werden Ed ermutigen, wenn er was Gutes sagt, dann klappen wir, schauten wir, okay, es darf ein bisschen laut werden, deswegen seid ihr ready für Ed Wells? Come on, all ready. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, euch wieder zu sehen. Ein Engländer, der Deutsch gelernt hat in der Schweiz. Genau so. Also ich hoffe, dass ihr meinen Akzent versteht, aber es ist mega schön, wieder da zu sein, wieder im Netzwerk 43. Ich liebe eure Kirche, ich liebe eure Pastoren und ich kenne einige von dem Team über die Jahre jetzt und ich bin ein absolut Fan von was Gott hier tut in eurer Mitte. Und wahrscheinlich ist es euch nicht wirklich bewusst, was für ein Wunder hier abgeht.
Gott tut ein Wunder in eurer Mitte. Und das Problem mit Wunder ist, oft sehen sie nicht so aus wie ein Wunder. Bis du zurückschaust und dann merkst du, wow, ich war wirklich ein Teil von etwas Gewaltiges. Und ihr seid ein Teil von etwas Gewaltiges. Außergewöhnlich. Und so schön. Thanks for coming. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich finde Church so viel besser, wenn Leute dort sind. Es macht einfach den Unterschied. So, anyway, ich habe ein Message für euch und ich habe probiert, einfach ein Message einzubauen in die Serie, die ihr habt, Beziehungsweise. Und ich möchte beginnen mit einer Frage. Wann war das letzte Mal, dass ein Essen, eine Mahlzeit dein Leben verändert hat? Und ich meine nicht nur hier. Okay? Wann war das letzte Mal, dass ein Essen, eine Mahlzeit dein Leben verändert hat? Ist es überhaupt möglich, dass ein Essen dein Leben verändern kann? Es ist. Okay? Es ist möglich. Ein Essen, eine Mahlzeit hat das Leben von Zacchaeus total auf den Kopf gestellt. Jesus hat ihm begegnet, hat sich selber eingeladen bei ihm zu Hause. Und als er dort war und Zacchaeus hat realisiert, sein Leben geht in eine falsche Richtung. Er hat aufgehört zu stehlen und hat sogar mehrfach zurückbezahlt, was er gestohlen hat über die Jahre. Dieses Essen, diese Mahlzeit hat das Leben von Zacchaeus auf den Kopf gestellt. Wir lesen es dort in Neuen Testament, Lukas 19. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zacchaeus, mein Mann, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Heute sollte ich dein Gast sein. Heute sollte ich euer Gast sein. Ja? Wann war das letzte Mal, dass du so eine Statement gegeben hast? Nicht, darf ich bin bei euch heute. Aber ein Leben, eine Mahlzeit, ein Essen hat das Leben von zwei von Jesus' Team, zwei Jünger, verändert, als sie auf die Straße waren, auf dem Weg waren nach Emmaus. Jesus war gekreuzigt, ihr Leben ist zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ob du das einmal oder mehrere Mal erlebt hast, dass dein Leben zerbrochen ist. Du bist konfrontiert mit Situationen, die du überhaupt nicht erwartet hast. Jesus ist dazu gestoßen, ist mit ihnen gelaufen, sie haben ihn nicht erkannt, bis sie miteinander gegessen haben. Lukas 24. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Das Essen hat ihr Leben geprägt. Sie haben sicher immer wieder zurückgeschaut zu diesem Moment. Ein Essen, eine Mahlzeit hat das Leben von Martha, eine Frau mit einem schlechten Ruf, geendet. Markus 14, Vers 3. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie, beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voller kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss es Jesus das Öl über den Kopf. In diesem Moment oder kurz nachher hat Jesus das bestätigt, was sie getan hat und bestätigt, was sie oder wer sie war. Es ist passiert an einem Tisch, an einer Mahlzeit. Eine Mahlzeit, ein Essen kann dein Leben verändern. Und deshalb habe ich den Titel für diese Message gegeben, bring den Tisch zurück. Bring den Tisch zurück, bring das Tisch zurück in dein Leben. Okay? Eine Mahlzeit hat das Leben von Petrus geendet. Es war eine Mahlzeit, ein Essen, wo Jesus mit Petrus gegessen hat, wo er ihn wiederhergestellt hat, Petrus ihn verleugnet hat 3-mal. Johannes 21. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus hat Petrus zurückgebracht zu einem Feuer. Wahrscheinlich dieser Geruch, dieser Geschmack hat einfach Erinnerungen zurückgebracht zu Petrus, als er beim Feuer war und Jesus verleugnet hat. An diesem Ort, als Jesus Petrus Frühstück vorbereitet hat, gekocht hat, war es ein Moment von Wiederherstellung und Befähigung oder wieder eine Aussendung, einen neuen Auftrag hat Petrus bekommen am Tisch.
am Tisch. Und so, es gibt etwas Kraftvolles, am Tisch zu sein, wenn Gott involviert ist. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir einfach unsere Tische öffnen, unsere Häuser öffnen, unser Leben öffnen, wenn wir gastfreundlich sind. Es geht nicht primär, wie teuer oder wie gut das Essen ist, aber die Tatsache, dass wir zusammenkommen und wo Gott da ist, etwas Kraftvolles findet statt. Oft, was Gott getan hat oder was Jesus getan hat, findet an einem Tisch statt, findet mit Essen zusammen. Halleluja. Come on, ja? Und so, es gibt etwas Kraftvolles. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir zusammenkommen und wenn wir essen. Letztes Jahr im Mai 2018 war ich an einem Leiter-Event und an diesem Event hat ein junger Pastor einfach erklärt, wie sie die Church gebaut haben. Und es war mit Dinnerpartys. Und es war eigentlich eine zufällige Situation. Sie waren allein, es war eine kleine Gruppe und sie haben sich selber gefragt, wie tun wir das? Wir kennen niemanden in dieser Stadt. Und so sie haben angefangen, ihr Haus oder ihr Appartement zu öffnen und sie haben Dinnerpartys begonnen. Und Schritt für Schritt ist es gewachsen. Und so an diese Dinnerpartys, was hat es gegeben? Essen. Es hat Gemeinschaft gegeben. Dann haben sie angefangen, einen Rückblick zu machen auf dem Sonntag Input und es ist gewachsen. Als er das erzählt hat, habe ich angefangen zu weinen. Ich war so tief berührt und ich habe gewusst, dieser Input war nicht so in dem Sinn beeindruckend, es war nicht eine Predigt, es war nicht voller Emotion, aber ich war so tief berührt. Ich habe gewusst, dass Gott zu mir sprach. Dass Gott in dem Sinn wollte zu mir und zu uns sagen als Church, hey Ed, bring eure Gastfreundschaft, bring euer Tisch, bring eure Offenheit auf eine andere Level. Und so, ich habe sofort Annette, meine Frau, angerufen und gesagt, hey Annette, ich glaube, dass Gott zu mir gerade gesprochen hat über unsere Kultur von Gastfreundschaft, von Hospitality, indem dass wir wirklich unsere Kultur auf eine andere Level bringen. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht schlecht, wir sind eigentlich gut in dem, weil wir lieben es, Leute, mit Freunden und so weiter zu essen. Aber ein Lebensstil, die eigentlich die ganze Church prägt, nicht einfach uns. Okay, weil oft bleiben wir in dem Gebiet, wo wir begabt sind. Aber Gastfreundschaft ist nicht abhängig von deiner Persönlichkeit oder deiner Begabung. Und so nicht als Programm, aber vielmehr als ein Lebensstil. Lass uns Menschen zu unserem Tisch einladen, sie einbeziehen, Platz kreieren, immer wieder eine neue oder eine extra Stuhl zu unserem Tisch bringen. In einer Welt, wo mehr und mehr Leute zurückziehen, in gated communities, einfach privat sind, isoliert sind, lass uns Counterculture sein und unser Haus und unsere Church wirklich öffnen und Leute zu unserem Tisch bringen. Bring den Tisch zurück. Ich habe das mit unserem Team geteilt und dann am Anfang von 2019 eine ganze Serie daraus gemacht am Tisch. Und es war, als ob wir neue Brille angelegt haben. Okay? So viele Stories, so viele Sachen, die Jesus getan haben wir gesehen. Es war zusammen mit Essen, es war zusammen mit Wein. Es war zusammen mit dem Tisch, der im Zentrum war und Stories haben wir einfach von einem anderen Blickwinkel gesehen. Zum Beispiel David zitiert diesen Psalm, du ladst mich ein und du deckst mir ein was? Ein Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das heißt, in der Mitte von schwierigen Situationen gibt es einen Tisch, den Gott für uns vorbereitet hat. Es ist ein Bild, aber es ist auch sehr praktisch. Ein Tisch kann dein Leben total verändern, wenn Gott involviert ist. Heute habe ich ein Foto mitgebracht von 2 Freunden von mir. Auf der linken Seite ist ein junger, hübscher Mann, der momentan ledig ist. Sei schnell, okay? Und er ist hier mit mir, Jan heißt er. Er ist im Glauben gekommen für ein paar Jahre und am Ostensonntag habe ich die Vorrecht gehabt, ihn zu taufen. Taufe ist eine gute Sache. Er hat lange Zeit, Minimum ein Jahr, argumentiert. Das ist nicht nötig. Nicht, weil er Angst hat von das Wasser, aber wegen anderer Gründe, weil er getauft war als kleines Kind. Und er hat diesen Schritt gewagt, weil er gecheckt hat, realisiert hat, es hat nichts zu tun mit seinen Eltern, nichts zu tun mit Tradition und alles zu tun mit seinem Glauben. Die andere Person hier ist in der Zwischenzeit auch ein Freund, der heißt Reto.
Und Reto war mitgeschleppt. Ich weiß nicht, wer von euch war mitgeschleppt in einen Gottesdienst, wie hier. Vielleicht gibt es ein oder zwei heute Morgen, die mitgeschleppt waren. Okay? Es war keine freie Wahl. Du warst einfach mit hier hingebracht. Und seine Freundin hat ihn mitgebracht. Und er ist für ein bisschen mehr als ein Jahr aufgetaucht in unserem Gottesdienst. Und er war wie eine Mauer. Steif. Und ich bin einer, die einfach schnell auf Leute zugeht und einfach sie umarmt. Ja? Und komm, mein Freund von Polen. Von Polen, oder? Nee, Ukraine. Ukraine, jawohl. Ich war in Kriwai Rock. Anyway, und so, ich gehe schnell und manchmal ist es so und manchmal, ohne dass ich überlege, mache ich, hey! Genau, so. Und wenn das dir gewohnt ist, ist es okay, aber mach es wie eine Mauer. Genau, es war, okay. Wie sind Sie da? Ja, danke. Und so, Reto war da einfach. Und Schritt für Schritt, weil er Leute gekannt hat oder kennengelernt hat, wie Jan und andere junge Männer, die normal sind, habe ich gesehen, wie er Schritt für Schritt sein Leben geöffnet hat. Aber es war immer noch eine fremde Welt für ihn. Er hat keinen Church-Hintergrund gehabt. Und plötzlich habe ich die Idee gehabt, in Zusammenhang mit dieser Offenbarung, weil Annette und ich haben diese Entscheidung getroffen, wir werden beginnen mit Dinnerpartys. Strikt geheim. Okay, aber wir werden Leute einladen zu unserem Tisch. Und so letztes Jahr im Herbst haben wir eine Dinnerparty angefangen. 10 Leute, 6 verschiedene Nationalitäten. 2 waren ein paar Jahre unterwegs im Glauben. 2 haben zusammen gewohnt und waren ganz frisch im Glauben. 2 andere waren nicht. Einer war schon Christ, einer nicht. Und Reto war einer davon. Und ich habe realisiert, als wir zusammengekommen sind, wenn ich Reto eingeladen hätte zu einem Bibelstudium, möchtest du, Reto, zu meiner Small Group, meiner Kleingruppe kommen, wir studieren Offenbarung, möchtest du zu meiner Gruppe kommen? Was hat er gesagt? Was? Für was? Das brauche ich nicht. Reto, möchtest du zu meiner Dinnerparty kommen? Sicher. Es gibt Essen und es gibt Wein. Es gibt andere Sachen. Okay? Hat er gesagt, okay. Und es war so beeindruckend, als wir letzten Sommer, Ende September, zusammengesessen sind. Die erste Dinnerparty haben wir draußen gemacht in unserem Garten. Und weil Essen auf dem Tisch war und wir haben gebetet und wir haben über die Sonntag-Message gesprochen und so weiter, Schritt für Schritt, die Mauer, die innere Mauer in Reto ist Schritt für Schritt nach unten gekommen. Im November hat er eine Entscheidung getroffen. Am Ostersonntag haben wir ihn getauft. Nur zu sagen, das ist die Power von dem Tisch. Bring den Tisch zurück. Bring den Tisch zurück. Wir brauchen die Events, wir brauchen die Versammlung, wir brauchen Sonntag. Aber Jesus ist vom Tempel zum Tisch gegangen. Tempel zum Tisch, Tisch zum Tempel, Tempel zum Tisch, Tisch zum Tempel. Puh! Ja? Er ist immer wieder von einem Tisch zu dem Tempel gegangen. So viel hat er das gemacht, dass andere Leute über Jesus gesagt haben, der Menschensohn feiert und trinkt. Und von ihm sagt er ist ein Schlemmer. Modern übersetzt, das heißt, er isst zu viel. Und ein Säufer, das heißt, er trinkt zu viel. Das bricht unser Bild, wer Jesus war überhaupt. Okay? Und so Jesus ist vom Tempel, von der Church, von der Versammlung, vom Gottesdienst immer wieder zum Tisch gegangen. Wir brauchen beides. Du brauchst beides. Es ist nicht entweder oder. Im Hebräerbrief, es steht dort, und lass uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Lass uns nicht Teilzeit sein. Lass uns einfach, weil es sonnig ist, nicht im Gottesdienst sein, okay? Wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, hilft einander. Hey, Sonntag ist Church, komm mit, sei dabei. Wir haben eine fantastische Prediger, die predigt, einen komischen Akzent, aber trotzdem, ja? Komm einfach, es wird gut. Wir brauchen Sonntag, aber wir brauchen den Tisch, wo wir zusammen essen, wo wir das Leben teilen, wo wir aussprechen können und einfach öffnen können und unsere Maske abziehen können, wo wir zeigen können, wo wir nicht nur Erfolg haben, aber wo wir herausgefordert sind, wo wir die Fragen, die wir vielleicht nicht in eine große Versammlung stellen können, aber wir wagen es, in ein anderes Setting, in eine kleinere Setting, wo Beziehungen da sind, solche Fragen zu stellen. Der Tisch ist weniger spektakulär. Es ist nicht so gabenorientiert. Es ist nicht Dienst. Es ist ein Dienst, aber es ist nicht
sieht nicht so dramatisch aus wie am Sonntag. Es ist mehr alltagorientiert. Aber der Tisch bringt eine Realität in unseren Glauben. So viele Leute, die Christen sind, verstecken sich hinter einer Maske am Sonntag. Du weißt nicht, was abgeht. Aber Christentum ist nicht einfach primär, was wir tun. Es ist, wer wir sind. Und der Tisch bringt eine Realität, wo wir austauschen können, wo wir einander anspornen können, wo wir die Fragen stellen können, hey, wie machst du das? Und wie machst du das mit 4 Kids und eine Frau und eine Katze? Wir haben vor 12 Monaten eine Katze bekommen. Ich bin nicht ein Katze-Fan. Okay, ich wollte keine Katze. Ich habe es nur gemacht wegen meiner Kinder. Ich liebe Hunde. Ich bin aufgewachsen mit Hunden. Ich bin ein leidenschaftlicher Hund-Fan. Okay, aber meine Frau hat gesagt, nein, wir dürfen keinen Hund haben. Ja, ich muss eine Katze haben. So endlich habe ich ja gesagt. Und jetzt bin ich ein absolut Fan von Mingo Ludwig. Anyway, sorry, das ist eine andere Story. Ja? Aber wie schaffst du das mit 4 Kids in einer Church und einer Katze? Ja? Du findest diese Sachen heraus, nicht nur am Sonntag, aber auch am Tisch, wo wir miteinander sprechen, wo wir die heißen Fragen stellen können. Jemand hat mir gefragt vor ein paar Wochen, ist es okay, dass wir hier hinkommen zu eurer Church? Weil du weißt, dass wir zusammen wohnen. Es ist eine Patchwork-Situation. Kids von einer Beziehung, Kids von einer anderen Beziehung. Und wir wohnen zusammen und wir sind noch nicht verheiratet. Ist es okay? Und ich habe gesagt, es ist mir völlig egal. Völlig egal. Ich bin trotzdem interessiert. Ja? Warum? Aber dass du kommst, klar. Ich glaube, die Power und die Kraft von der Church, die ausgelöst ist in unserem Leben, aber nur dann am Tisch in einem kleineren Rahmen können wir ein bisschen tiefer gehen und vielleicht uns wirklich öffnen in ein anderes Maß. Und so der Tisch bringt eine Realität zu unserem Leben, die einfach anders ist. Könnten wir vielleicht die Tische in unseren Häusern, in unseren Wohnungen zu die allerheiligste Stück Möbel machen, die wir haben? Im Alten Testament hat es eine Tische gegeben. Vielleicht sollten wir es in dem Sinn zurückbringen und sagen, das ist ein heiliger Ort in mein Haus, in unser Leben, in unsere Churches sogar. Weil ich glaube, unsere Glauben nimmt eine andere Power an. Undramatisch, aber mega kraftvoll. Und ich glaube, dass unsere Kultur hungrig ist, hat eine Sehnsucht für Identität, für Annahmen, für Freundschaften, die Echtheit. Und in anderen Worten, eine Sehnsucht für deinen Tisch, für den Tisch des Herrn, für Table Time. Es gibt einen Sociologist, wie sagt man das auf Deutsch? Genau, Cody Delistrate. Und diese Person hat herausgefunden, dass es einen Beweis gibt, dass es eine Connection gibt zwischen Zeit und Tisch und eine ganze Menge von Konsequenzen in unser Leben. Messbare Konsequenzen, positiv und negativ Konsequenzen für uns, für unsere Families und besonders für unsere Kids. Zum Beispiel Faktor Nummer 1, dass Kinder erzogen sind ohne Drogen. In eine gesunde, intelligente Umgebung hat einen direkten Zusammenhang mit der Family-Zeit am Tisch. Wow! Wow! Regelmäßige Familienzeit am Tisch. Eine andere ist diese, dass die Wortschatz von Kindern, die Wachstum von dem haben einen direkten Zusammenhang mit regelmäßiger Familienmahlzeit. Ein Aspekt, die ihre Zukunft voraussagt, ihr akademischer Beziehungserfolg hat einen direkten Zusammenhang mit regelmäßiger Familienmahlzeit miteinander. Wow! Wow, wow, wow! Jetzt, wenn du Kinder hast, wenn du mehr als eine hast, ich meine, eine ist ein Challenge genug, aber wenn du mehr als eine hast, wenn du 2, 3, 4, 5 und eine Katze und eine Frau hast, okay, es gibt in dem Sinn keine perfekte Mahlzeit. Es ist oft, ja, ein bisschen chaotisch und dann einer von den Kids sagt etwas und bla bla bla. Also selten ist es total harmonisch. Aber über Zeit, was gewöhnlich ist, wird ausgewöhnlich. Was etabliert ist wirklich stark. Einer von den besten Schutzmechanismen gegen Fettliebigkeit ist, dass man regelmäßig zusammen isst. Wow. Die beste Rezept gegen Essstörung, besonders unter Teenage Girls, ist, dass man regelmäßig Mahlzeit hat
in eine positive Atmosphäre. Eine von die Dinge, die einfach Depression und Suizidgedanken reduziert unter Teenagers, ist eine regelmäßige Mahlzeit. Das ist die Power von diesem Tisch, von der Tisch in dein Haus oder in deiner Wohnung. Es gibt einen Trend in unserer Gesellschaft, wo wir immer weniger das tun, immer weniger essen oder am Tisch essen. Zum Beispiel in den USA, und vielleicht sind wir nicht ganz so weit, aber vielleicht geht in diese Richtung, dass wir mehr und mehr Fast Food essen, oder? Dass wir mehr und mehr Fast Food essen. In den USA allein, okay, 1 in 5 Mahlzeiten werden gegessen im Auto. 1 in 5. Das heißt auf dem Weg, on the go. Okay? Für 60 Jahre die durchschnittliche Abendessenszeit hat 90 Minuten gedauert. Heute ist es weniger als 12 Minuten, wenn überhaupt. Okay, wenn überhaupt. Und die meisten Familie-Abendessen werden vor dem Fernseher verbracht. Das heißt, es gibt keinen Austausch, es gibt kein Herz-Connection. Es gibt, wie war dein Tag? Gut. Schlecht. Nächste Frage. Ja? In dem Sinne ist reduziert auf diese Art von Kommunikation. Die durchschnittliche Eltern verbringt 38 Minuten pro Woche, nicht pro Tag, pro Woche von sinnvoller Austausch und Gespräch mit ihrem Kind. Wir verlieren das Tisch. Das Tisch, Benny, wird immer kleiner. Ich glaube, letztes Mal habe ich einen größeren Tisch gehabt. Ja? Ich brauche einen größeren Tisch. Bring den Tisch, bring diesen Holztisch zurück. Ja? Es gibt sicher eine alte Kirche in der Gegend mit einer großen Holz. Ja? Jawohl, wo ich einfach dahinten bin und einfach geschützt bin von alles, was nach vorne geworfen wird von euch. Wenn du Kinder haben möchtest mit weniger emotionalen Problemen, Verhaltensprobleme, sogar mit größerer emotionaler Gesundheit, dann bring den Tisch zurück. Lass es etabliert sein, lass es neu etabliert sein, lass es geschätzt sein, lass es geschützt sein. Aber nicht nur für Families, weil vielleicht bist du hier und du sagst, hey, meine Familie ist irgendwo anders oder ich bin getrennt oder ich bin allein oder alleinziehend und so. Der Fall ist nicht gleich. Es ist okay, wenn ihr eine perfekte Familie habt. Wir sind keine perfekte Familie, wir sind eine gesunde Familie. Nicht perfekt, aber vielleicht ist deine Situation ein bisschen anders. Aber hey, hier ist was, ich glaube tief, ich bin tief überzeugt, okay? Es ist gesunder, Junkfood zu essen, McDonald's zu essen, miteinander, mehr als Brokkoli allein. Alle Teenagers können mir 20 Franken oder 20 Euro später geben, okay? Ich sage, danke, wir haben diesen dauernden Kampf mit unseren Eltern, sie checken es nicht, dass McDonald's so gesund ist. Anyway, besser miteinander McDonald's zu essen, als allein Brokkoli. Etwas findet statt in Gemeinschaft, wenn wir zum Tisch kommen, okay? Und so, du musst nicht zu Hause leben, du musst nicht verheiratet sein, das zu genießen. Du musst nicht in dem Sinne einen Familientisch haben. Jesus hat seine Familie genannt. Es gibt eine Bibelstelle, die echt herausfordernd ist, wo Jesus' Mutter zu dieser Versammlung gekommen ist und war draußen, hat an die Tür geklappt und sagt, ich möchte über Jesus sprechen. Und Jesus sagt zu seinem Team und sagt zu den anderen, wer ist meine Mutter, wer ist meine Familie? Ich sage dir, wer sie sind. Sie sind die Leute, die auf dem gleichen Weg sind. So vielleicht deine Familie ist nicht so gesund, es ist nicht in dem Sinne so harmonisch. Ein Sonntagmittagessen ist nur Streit oder Schwierigkeiten oder Aushalten. Du magst es einfach. Aber du hast die Möglichkeit für eine geistliche Familie, für eine Church-Familie. Okay? Und so für Jesus die physische Zuhause, seine natürliche Familie war nicht, was seine Familie definiert hat. Der Tisch, wo er gesessen ist, mit Leuten auf dem gleichen Weg, das war sein Family, das war sein Tisch. Und das hat ihn definiert. Und vielleicht gibt es ein oder zwei hier heute Morgen und das musst du hören, weil du bist dauernd unter Druck. Und ich meine nicht etwas Komisches hier, wo du einfach total zurückziehst von deiner Familie, aber Gott hat uns als Church eine Familie gegeben. Als ich in die Schweiz gekommen bin für 20 Jahre, okay, ich war ganz allein. Church ist zu meiner Familie geworden. Ich bin so dankbar, dass Leute mir zum Tisch eingeladen haben.
Jesus sagt in Lukas 22, Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch diese Passmahl zu essen, bevor ich leiden muss. In anderen Worten, hey, ich habe mich so gefreut, es ist ein Bedürfnis, es ist eine Verlangung von mir, dass ich noch einmal mit euch essen, bevor ich zum Kreuz gehe. Es wird mir Power, es wird mir Ermutigung geben, es wird mir einfach das geben, was ich brauche, bevor ich leide. Hast du einen Tisch? Oder bring den Tisch zurück, schütze deinen Tisch. In Offenbarung, es steht dort drin, Kapitel 3, Vers 20, siehe ich stehe an die Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und mit ihm essen und er mit mir. Den Tisch bringt die Leistungsdruck weg. Es ist, wo wir zusammen sitzen und es ist nicht von hier oben nach unten. Wir schauen einander in die Augen, als Freunde, als Kollegen. In die gleiche Boot sitzen wir, mit der gleichen Herausforderung. Es bringt eine Realität, es bringt eine Ehrlichkeit, es bringt eine Einfachheit zurück. Und wir werden diese Sachen, gewisse Sachen nur verstehen, wenn wir einen Tisch haben.